Du bist echt ein netter Typ. Du willst etwas zur Gesellschaft beitragen, Brücken bauen, dein Sprachrohr für die muslimische Community sein. Du bist einfach jemand, der etwas verändern will. Du hast Leidenschaft, du hast noch richtig Feuer. Also fängst du an, mit ein paar Freunden coole Videos zu produzieren und stellst fest, dass du ziemlich gut ankommst. Ihr seid cool, ihr habt Swag, ihr seid einfach lit. Du hast dir eine Community aufgebaut und Leute mögen dich, bis auf die üblichen Verdächtigen, die sowieso alles haten, was du tust, die darüber diskutieren, ob wirklich Allah auf der Sohle einer bekannten Schuhmarke steht und sich gleichzeitig darüber aufregen, dass sie von der Gesellschaft nicht akzeptiert oder ernst genommen werden. Du lässt dich davon aber nicht beirren und nimmst es mit Humor, denn dein Leben ist einfach gut und du bist dir sicher, du tust genug. Doch da ist eine Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, dass du mehr tun könntest, dass du etwas verändern musst und dass die Welt auseinanderfällt. Eines Tages bekommst du die Nachricht, dass es wieder einen terroristischen Anschlag gab, bei dem viele unschuldige Menschen ums Leben gekommen sind und du fragst dich, ob das, was du tust, reicht. Denn alles, was du tust, ist YouTube. Du bist traurig, wütend, verängstigt, wie paralysiert. Du fühlst dich ohnmächtig. Du fragst dich, was kann ich tun? Ich muss was tun. Folgendes wirst du nicht tun. Du wirst nicht rüber zu Fito und Marcel gehen und ihnen sagen, bin raus! Diesen Videoscheiß hinter dir lassen, weil das eh nichts bringt und endlich mal jemand zeigen muss, wo der Hammer hängt, weil der letzte Krieg bevorsteht. Du wirst nicht Anführer einer WhatsApp-Gruppe mit dem Namen Löwen Allahs, in die du all deine Kontakte einlädst und ihnen das Video des Terroristen sendest, um sie davon zu überzeugen, mit dir in den Dschihad gegen die Unterdrücker zu ziehen, um am Ende sämtliche Freunde zu verlieren und den Gruppennamen Löwe Allahs zu ändern. Nach diesem Rückschlag wirst du nicht versuchen, weitere Mitstreiter für deine Sache zu gewinnen, da dir entgangen ist, dass das Verbreiten von Videos mit expliziten Gewaltdarstellungen strafrechtlich verfolgt wird und du plötzlich auf der Terrorliste auf Platz 2 stehst, worüber du dich ärgerst, schließlich willst du die Nummer 1 sein, dir aber so sehr in die Hose machst, dass du deine Sachen packst und den anderen noch einen Abschiedsbrief hinterlässt, in dem du ihnen deine wahre Liebe gestehst. Du wirst nicht für ein Jahr in einer Höhle leben und anfangen zu meditieren, um deinen inneren Frieden zu finden und anschließend ein philosophisches Manifest schreiben, das eine Anleitung zum Weltfrieden beinhaltet. Du wirst dann nicht 10 Verlage aufsuchen, die dir alle sagen, dass es sich nicht verkaufen wird, dann aber einen Online-Blog eröffnen, aber aufgrund der wenigen Leser wieder so viel Hass aufstauen, dass du für ein weiteres Jahr in eine Höhle gehst. Du wirst nicht, nachdem du eine Woche lang jeden Tag unter der Dusche geweint hast, während Frozen von Madonna lief, einen Neuanfang und nach 3 Monaten weiterer Meditation eine Erleuchtung haben, bei der du in Betracht ziehst, dass der Anschlag nur ein Symptom dieser kranken Welt ist, die mit Absicht Angst vor dem Fremden schürt, weil es einem politischen Interesse mancher Großmächte dient, die postimperialistischen Strukturen mit Fremdenhass zu verschleiern. Du wirst darüber kein Buch schreiben und dann eine TED-Lesung geben und sogar 100.000 Klicks bekommen und in die YouTube-Playlist Hope and Motivation for the World aufgenommen werden, dann trotzdem nach 2 Jahren merken, dass sich nichts verändert hat. Ein Artikel der BZ vom März 2019 mit der Überschrift "Ertötete Unschuldige aus Rache für den Terror am Breitscheidplatz entdecken", dich von der verklärten Darstellung der Tat irreleiten lassen, ebenso auf Rache sinnen und dich entscheiden, rechtsradikal zu werden. Du wirst nichts von all dem tun. Aber das hier kannst du tun. Du kannst einen Moment innehalten, dir Zeit nehmen, um zu trauern und zu reflektieren und den Zwang unterdrücken, gleich den ersten Gedanken zu posten, der dir einfällt. Du kannst akzeptieren, dass es genauso wenig christlichen Terrorismus wie muslimischen Terrorismus gibt. Digga, warum machen wir seit Jahren Videos? Du kannst all deinen Kontakten sagen, dass du das Video des Terroristen nicht sehen willst und dass sie aufhören sollen, es zu verbreiten. Du kannst ihnen sagen, dass du seinen Namen nicht wissen und sein Gesicht nicht kennen willst, weil er keinerlei Aufmerksamkeit verdient hat. Du kannst aber an die Opfer denken und sie in Ehren halten. So wie Khaled Beydoun, ein Juraprofessor und Autor, der mit dem Hashtag 51Lives über die Verstorbenen und ihre Geschichten berichtet. Und das ist Hashtag, was ich tun würde. Solidarität zeigen oder meine Stimme erheben oder von den Menschen berichten, die sonst keiner sieht. Tu etwas, was du sonst nicht tun würdest. Hashtag, was ich tun würde.